Die Betten in den Kreissälen sind also wie Einzelbetten in Japan und Doppelbetten in Deutschland. Außerdem ist der NIP-Test in Japan ziemlich teuer. Das hat mich tatsächlich überrascht. Zudem denken manche Leute in Japan immer noch so, dass man keine richtige Mutter wird, wenn man ohne... Hallo ihr Lieben, ich bin Mizuki. Heute möchte ich über ein sehr persönliches und wichtiges Thema sprechen, und zwar 10 Unterschiede zwischen der Geburt in Japan und Deutschland. Ich selbst wurde in Japan geboren, habe aber meine Tochter in Deutschland zur Welt gebracht. Es gibt einige große Unterschiede in beiden Ländern, wenn es um die Geburt geht, und ich möchte heute darüber sprechen. Also bleibt dran, wenn ihr mehr über die Unterschiede und meine Entbindung in Deutschland erfahren wollt. Dann, los geht's! Erstens, Art des Geburtsorts. Der erste Punkt ist die Art des Geburtsorts. In Deutschland wird die Geburt in einer Klinik, einem Geburtshaus oder zu Hause gemacht, aber es scheint, dass in Deutschland die meisten Kinder in Krankenhäusern geboren werden. Der Großteil der Frauen entscheidet sich für Krankenhäuser, da sie medizinische Sicherheit und die Option für eine schnelle ärztliche Intervention bieten, falls Komplikationen auftreten. Ein Grund für die beliebte Wahl des Krankenhauses ist, dass viele Frauen die Möglichkeit schätzen, sowohl die medizinische Betreuung als auch die verschiedenen Optionen für Schmerzmanagement wie die PDA in Anspruch nehmen zu können, was in Geburtshäusern nicht immer verfügbar ist. In Japan gibt es 3 Möglichkeiten zum Geburtsort: Universitätsklinik bzw. Krankenhaus, Geburtsklinik eines Fachkrankenhauses und Geburtshaus. Eine Geburt zu Hause wird heutzutage fast nie gemacht. Jeweils 50% der Geburten finden in allgemeinen Krankenhäusern und Geburtskliniken eines Fachkrankenhauses statt. Wo man seine Entbindung macht, kann man sich sowohl in Deutschland als auch in Japan aussuchen, außer dass man ein Risiko bei der Geburt haben könnte. Meine Tochter ist in Berlin geboren und wir haben uns entschieden, dass ich meine Entbindung in einer Klinik mache. In einer Klinik hat man ein sicheres Gefühl, da die Kliniken durch die häufigen Geburten die größten Erfahrungen haben und es eine Intensivstation gibt. Aber es gibt vielleicht weniger individuelle Hilfe nach der Geburt als beim Geburtshaus. Uns wurde beigebracht, wie man eine Windel wechselt, aber mir wurden keine detaillierten Anweisungen zum Stillen gegeben. Alle Hebammen scheinen beschäftigt zu sein. In Japan bekommt man mehr Unterstützung nach der Geburt in einer Klinik oder einem Geburtshaus. Sie lernen Windeln, Stillen, Baden und so weiter dort, weil die Hebamme in Japan nicht so häufig nach Hause kommt wie in Deutschland. Die Besichtigung nach Hause von der Hebamme ist in Deutschland sehr normal, aber es ist in Japan etwas anders als in Deutschland. Es gibt aber in beiden Ländern einen Geburtsvorbereitungskurs und jeder kann daran teilnehmen. Wir haben außerdem ein Familienzimmer in einer Klinik genommen. Es kostet aber extra. Allerdings verliert man bei der Geburt viel Blut und man kann sich nach der Geburt gar nicht einfach bewegen, zumindest bei mir so. Meine Empfehlung ist, ein Familienzimmer zu nehmen oder mindestens ein Einzelzimmer. Man hat aber keinen Anspruch darauf. Man muss Glück haben, dass etwas frei ist. Zweitens, Kosten für die Entbindung. Der zweite Punkt sind die Kosten für die Entbindung. Einer der größten Unterschiede ist sicher die Kostenfrage. In Japan sind die Kosten für eine Geburt nicht komplett von der Krankenversicherung abgedeckt und man muss oft selbst zahlen. Es gibt jedoch eine Geburtsbeihilfe wie Shusan Ichijikin auf Japanisch von der Regierung. In manchen Städten in Japan kann man deswegen mit Hilfe des Coupons der Stadt kostenlos seine Geburt machen. Aber das ist nur der Fall, wenn man keine extra Optionen hat. Auch ist das je nach Stadt verschieden. Japan versucht ab 2026 die kostenlose Geburt zu ermöglichen, aber man weiß noch nicht genau. Momentan kann man also denken, dass man in Japan meistens einigermaßen selbst bezahlen muss. In Deutschland hingegen übernimmt die Krankenkasse in der Regel die gesamten Kosten für eine normale Geburt, was den Prozess deutlich weniger belastet macht.
Außerdem deckt die deutsche Krankenversicherung alle medizinische Untersuchungen während der Schwangerschaft ab, soweit es sich um medizinische Basisuntersuchungen handelt. Einige optionale Bluttests werden aber nicht bezahlt. Außerdem wird seit Juli 2022 auch der NIPT in Deutschland von der Krankenkasse übernommen. Darüber hinaus kann in Japan eine Zuzahlung für Vorsorgungsuntersuchungen während der Schwangerschaft anfallen. Eine Schwangerschaft ist keine Krankheit und wird daher in Japan nicht von der Krankenversicherung abgedeckt. Die lokale Regierung in Japan kann jedoch einen Subventionsgutschein ausstellen, um einen Teil der Kosten zu decken. In einigen Städten ist jedoch eine Zuzahlung erforderlich, da selbst bei einer Grunduntersuchung auch nicht alles abgedeckt werden kann. Außerdem ist der NIPT-Test in Japan ziemlich teuer. Zunächst einmal gibt es nur wenige Einrichtungen, in denen ein NIPT durchgeführt werden kann und je nach Einrichtung belaufen sich die Kosten auf 80.000 bis 200.000 Yen aus eigener Tasche. Das sind ungefähr 530 bis 1.300 Euro. Meine Entbindung war in Deutschland, also habe ich nichts für die Geburt selber bezahlt, außer die Kosten für ein Familienzimmer. Und ich hatte auch während meiner Schwangerschaft viele Untersuchungen und habe einen NIPT gemacht. Aber ich habe dafür nichts bezahlt, außer ein paar Tests von Toxoplasmose. Drittens, Art der Geburt. Der dritte Punkt ist die Art der Geburt, wie zum Beispiel normale Geburt oder Kaiserschnitt. Wenn für Mutter oder Kind bei der Geburt Gefallen bestehen, wie zum Beispiel, dass das Kind in Quer- und Fußlage oder im Beckenendlagen liegt und so weiter, wird der Frauenarzt zu einem Kaiserschnitt per Termin raten. Geplante und Notkaiserschnitt sind in beiden Ländern möglich. Aber ich habe das Gefühl, dass viele Japaner lieber eine normale Geburt machen möchten. Übrigens, ich habe eine normale Geburt durchgeführt. Dabei hatte ich mehrere Verletzungen unten, die aber sofort nach der Entbindung genährt wurden. Die Geburt selbst hat auch wirklich wehgetan. Ob ich während der Geburt ein Betäubungsmittel benutzt habe oder nicht, darüber erzähle ich beim nächsten Punkt. Viertens, Schmerzmittel und Betäubung. Der vierte Punkt ist Schmerzmittel und Betäubung. In Deutschland gibt es viele Möglichkeiten, den Schmerz zu lindern, wie etwa die PDA. Diese wird in Deutschland relativ häufig genutzt, in Japan hingegen ist es nicht so üblich, während der Geburt Schmerzmittel zu bekommen. Viele Frauen gebären ohne eine Betäubung. Früher war es zumindest so. Mittlerweile macht man mehr schmerzlose Geburten, die auf Japanisch Mutsubunben heißen. Aber ich vermute, PDA wird in Deutschland mehr genutzt, da die Krankenkasse die Kosten übernimmt. Warum man in Japan weniger schmerzlose Geburten macht als in Deutschland ist, dass es wenige Einrichtungen gibt, wo man die schmerzlose Geburt machen kann. Es kostet und wegen des Risikos. Zudem denken manche Leute in Japan immer noch so, dass man keine richtige Mutter wird, wenn man ohne Schmerzen ihre Geburt macht. Das ist meiner Meinung nach heutzutage so eine altmodische Gedanke. Egal ob die Geburt eine normale Geburt oder Kaiserschnitt ist, egal ob man Schmerzmittel oder Betäubung benutzt, bist du eine tolle Mama. Du bist die Beste für das Kind. Ich habe übrigens keine Betäubung wie PDA benutzt. Ich wollte eigentlich PDA benutzen, wenn es geht, aber ich hatte nicht genug Zeit, bis PDA bis zur Geburt wirkt. Beim Nähen meiner Verletzungen habe ich aber eine lokale Betäubung benutzt. Und ich hatte etwa 6 Wochen lang Schmerzen im Intimbereich und habe jeden Tag 1 bis 2 Ibuprofen genommen. Fünftens, der Kreissaal. Der Kreissaal in Deutschland unterscheidet sich ebenfalls stark von dem in Japan. In Japan gibt es oft nur das Nötige im Kreissaal, ein Bett und einige Geräte. In Deutschland hingegen sind die Kreissäle oft besser ausgestattet mit Geburtsbädern, Seilen zum Festhalten und sogar Wannen für Wassergeburten. Aber wenn man in Japan eine Geburt in einer Badewanne oder mit Geburtsbällen und so weiter machen möchte, muss man vorher Bescheid sagen, dann bereitet man sich im Voraus oder reserviert man ein extra solches Zimmer. Die Betten in deutschen Kreissälen sind im Allgemeinen groß und breit.
Die Betten im Kreissaal sind in Japan schmaler als in Deutschland und haben oft eine Fußbank, auf der man seine Füße legen kann. Die Betten in den Kreissälen sind also wie Einzelbetten in Japan und Doppelbetten in Deutschland. In Japan gibt es an manchen Orten sowohl Kreissäle als auch Entbindungszimmer, die jeweils auf Japanisch Bunbenshitsu und Jinzu-shitsu genannt werden. Ein Entbindungszimmer ist ein vom Kreissaal getrennter Raum, der für diejenigen reserviert ist, die Zeit bis zur Geburt haben. Mittlerweile gibt es in manchen großen Krankenhäusern in Japan kombinierte Geburts-, Entbindungs- und Zimmer zur Unterkunft, damit man nach der Entbindung nicht umziehen muss. Aber in der Regel sind diese 3 Zimmer getrennt. In der allgemeinen Klinik, in der ich war, gab es kein Entbindungszimmer Jinzu-shitsu und ich wurde direkt in einen Kreissaal gebracht. Nach der Entbindung geht man ins Zimmer zur Unterkunft, aber in Deutschland geht man direkt nach der Geburt ins Zimmer zu Fuß, wenn man in einem guten Zustand ist. Ich war so blutarm, dass ich lange Zeit nicht aufstehen konnte, also brachten sie mich im Bett in mein Zimmer. Aber ich war überrascht, denn ich hatte nicht erwartet, dass man mich zum Gehen zwingt. 6. Geburtspositionen. Ein großer Unterschied ist auch die Wahl der Geburtsposition. In Deutschland gibt es viel mehr Optionen. Im Bett auch einen Geburtswahl, im Vierfuß-Leerstand oder sogar in der Badewanne. Je nach Klinik oder Geburtshaus, aber es gibt in Deutschland schon ein Bett, einen Geburtswahl und eine Badewanne in einem Kreissaal. In Japan ist die Geburt auf dem Bett eher der Standard und man liegt oft auf dem Rücken bei der Geburt und andere Optionen werden weniger angeboten. Allerdings kann man mittlerweile wie in Deutschland verschiedene Geburtspositionen auswählen. Im Kreissaal bei mir gab es eine große Badewanne und einen Geburtssaal. Ich wollte aber wie in Japan auf einem Bett auf dem Rücken meine Entbindung machen, aber das Bett war zu groß und rutschig, weil es keinen Fußstand gab. Die Betten waren außerdem so gestaltet, dass der Oberkörper von Anfang an angehoben war. Ich habe verschiedene Positionen versucht, auch mit einem Geburtsball. Aber zum Schluss habe ich im Vierfußleistend auf dem Bett meine Tochter zur Welt gebracht, was ich eigentlich nicht wollte. 7. Essen im Krankenhaus. Das Essen im Krankenhaus ist ebenfalls sehr unterschiedlich. In Japan wird viel Wert auf eine ausgewogene und leichte Ernährung gelegt, die oft aus Reis, Fleisch, Gemüse und Suppe besteht. In Deutschland ist das Krankenhausessen oft etwas einfacher mit Brot, Käse und Schinken wie kaltes Essen. Ich war in einer Klinik in Berlin und habe morgens und abends Gleiches bekommen, was man in einem Buffet selber holen musste, und dort gab es immer Brot, Käse, Met, Joghurt, Müsli, Marmelade, Butter und so weiter. Nur zum Mittag habe ich Warmes bekommen. Diese Fotos auf dem Video sind mein Essen in der Klinik. Ich muss das wirklich ernst sagen, ich bin nach der Geburt mit solchen Essen gar nicht munter geworden. Ich brauchte einfach das Essen in Japan. Essen in Krankenhäusern ist in Japan unvergleichlich besser. 8. Aufenthaltsdauer im Krankenhaus. In Japan bleibt man nach der Geburt oft circa eine Woche, mindestens aber 5 Tage im Krankenhaus oder Geburtshaus, um sich vollständig zu erholen. Es gibt viel Unterstützung von Hebammen und dem Krankenhauspersonal. Die Aufenthaltsdauer kommt aber auf die Art der Geburt an, die normale Geburt oder den Kaiserschnitt. In Deutschland hingegen ist der Aufenthalt oft kürzer. Ich durfte nach 4 Tagen nach Hause gehen. Außerdem kann man in Deutschland am Tag der Entbindung nach Hause gehen, wenn es keine gesundheitlichen Probleme gibt. Das hat mich tatsächlich überrascht, aber in der Regel 4 Tage oder so. Das Essen im Krankenhaus in Deutschland ist zwar nicht gut, aber ich wäre trotzdem gerne länger im Krankenhaus geblieben, denn wenn ich nach Hause komme, muss ich unser eigenes Essen kochen. 9. Unterstützung nach der Geburt. In Japan bekommt man oft in einem Krankenhaus oder Geburtsklinik eines Fachkrankenhauses viel Unterstützung, beispielsweise wie man stillt,
das Baby wickelt und badet. Nach der Geburt wird das Baby meistens mit warmem Wasser oder so richtig schön sauber gemacht und untersucht. Die Mutter kann aber das Baby erst in 2 Stunden sehen. Außerdem kann die Mutter das Baby in der Nacht der Geburt bei der Hebamme lassen, damit sie sich nach der Geburt gut ausruhen kann. Die Känguru-Methode wie Haut-zu-Haut-Kontakt von Mutter und Baby ist in Japan nicht so häufig wie in Deutschland. In Deutschland wird hingegen die Känguru-Methode sehr stark gefördert. Nach der Entbindung wird das Baby untersucht und ein bisschen sauber gemacht. Direkt nach der Geburt im Kreissaal wird das Baby der Mutter gegeben. Meine Tochter wurde nach dem Nähen meines Intimbereiches auf meine Brust gelegt und ich musste sofort da stillen. Mein Blut hat sogar noch auf ihrem Kopf geklebt. Die Unterstützung wie Wickeln, Stillen und Baden ist in Deutschland deutlich weniger oder gar nicht als in Japan, da man nach der Klinik zu Hause von einer Hebamme Stück für Stück lernt, wie man gut stillt, das Kind wickelt, badet, Babymassage macht und so weiter. Zudem kann man in Deutschland meistens nicht das Baby in der Nacht abgeben, außer dass es der Mutter wirklich schlecht geht. Das weiß ich aber leider nicht, ob man das auch in Deutschland machen kann. Da ich mich nach der Geburt gar nicht bewegen konnte, hat mein Mann in der Klinik von einer Hebamme wickeln gelernt, da er sie gefragt hat. Ansonsten haben wir keine Unterstützung bekommen, wir wurden einfach in Ruhe gelassen. 10. Hebamme. Der letzte Unterschied ist die Hebamme. In Deutschland hat fast jede Frau das Recht auf die Betreuung durch eine Hebamme, sowohl vor als auch nach der Geburt. Diese Betreuung ist Teil des Gesundheitsversorgungssystems und wird von den Krankenkassen abgedeckt. In Japan sind Hebammen weniger in die Betreuung integriert, besonders in der Nachsorge. Der Fokus liegt eher auf Krankenhausbesuchen und Hebammenbetreuung ist nicht so zentral verankert wie in Deutschland. Einige private Programme oder Dienste bieten jedoch in Japan postnatale Hebammenbesuche an. Ich hatte auch eine Hebamme und sie hat uns vieles beigebracht, zum Beispiel Stillen, Wickeln, Baden, Babymassage. Auch von der Geburt hatte sie mir ein paar Vorschläge gegeben, was ich anfangs während des Stillens nicht essen oder was ich vor der Geburt vorbereiten sollte. Die Kosten der Hebamme wurde durch meine Krankenkasse komplett abgenommen. Zusammengefasst gibt es viele Unterschiede zwischen den Geburten in Japan und in Deutschland. Beide Länder haben ihre eigenen Traditionen und Herangehensweisen, wenn es um Schwangerschaft, Geburt und die Betreuung danach geht. Letztlich hängt vieles von persönlichen Vorlieben ab. Manche Frauen bevorzugen das medizinische Umfeld oder Essen im Krankenhaus in Japan, während andere die intensive Hebammenbetreuung in Deutschland schätzen. Was beide Länder jedoch gemeinsam haben, ist das Ziel, die Geburt so sicher und angenehm wie möglich zu gestalten. Für mich persönlich war die Geburt meiner Tochter in Deutschland eine besondere Erfahrung. Die intensive Betreuung durch die Hebammen nach der Geburt hat mir sehr geholfen. Jedes Mal, wenn sie uns besucht, konnte ich ihr immer Fragen stellen. Das hat mir eine Menge postpartale Ängste genommen. Die Geburt selbst in einer Klinik war eigentlich nichts Besonderes. Eine Hebamme und eine auszubildende Hebamme waren für meine Geburt zuständig und sie haben mich ständig auch während der Wehen aufgemuntert. Aber die Geburt wäre möglicherweise für mich in Japan deutlich einfacher gewesen, weil ich an dem Tag wegen der Erschöpfung kein Deutsch konnte. Aber wenn man nur die Kosten betrachtet, ist Deutschland bei uns wirklich besser. Das war's heute mit dem Video. Ich hoffe, dass dieses Video euch einen Blick in die Unterschiede von der Geburt zwischen Japan und Deutschland gegeben hat. Beide Länder haben ihre eigenen Vor- und Nachteile, aber letztendlich ist es wichtig, dass jede Mutter und jede Familie die für sie beste Entscheidung trifft. Wenn ihr Fragen oder eigene Erfahrungen habt, schreibt gerne in die Kommentare. In meinem Kanal könnt ihr nicht nur über Japan und Deutschland wissen, sondern auch verschiedene Rezepte aus Japan erfahren. Bitte vergesst nicht zu liken und zu abonnieren, wenn euch das Video gefallen hat. Schaltet bitte auf die Glocke ein. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video oder beim Livestream. Dann, ciao! ありがとうございました。